Wisst ihr, euer Marshall hatte als Jugendlicher die kuriosesten Ansichten und Angewohnheiten. Manche bei denen ihr wohl und manche bei denen ihr wohl Also lasst uns zusammen ein bisschen in meiner Nostalgie schwelgen und die Vergangenheit vom jugendlichen Marshall aufrollen. Als Jugendlicher kämpfte ich mit einigen Hautproblemen, weswegen ich massenweise neue Pflegeprodukte kaufte, weil die Pharmaindustrie immer so vielversprechende Werbung schaltete. Die neue Hautcreme mit Kokosmilch. Duschbad mit Honigextrakt. Das neue Shampoo mit Koffeinzusatz. Mit meinem neuen Pflegeset naturalisiere ich den Dreck. Nur leider brachte dieser ganze Kram nie etwas bei mir. Irgendwann kam mir dann Folgendes in den Sinn. Hey, wenn die ständig mit ihren Naturinhalten werben, warum nehme ich nicht einfach direkt nur die Naturinhalte? Fortan nutzte ich weitestgehend nur noch Naturprodukte zur Körperpflege. Auf der einen Seite verbesserte sich mein Hautbild über die Jahre massiv und auf der anderen Seite sorgte das für einige interessante Gespräche mit meinen Ex-Freundinnen. Warum liegt denn hier Kaffee? Warum sind meine Haare so naturalisiert? Ich wandte mich aufgrund meiner Problemchen immer mehr dem Internet zu und lernte über Zeit die verschiedensten Online-Persönlichkeiten kennen, denen ich oftmals viel zu schnell irgendwelches Gelaber glaubte. Denn wer würde einfach ins Internet gehen und lügen? Mit meinen zarten 14 Jahren hielt euer Marshall sich für den absoluten Menschenversteher. Das führte dazu, dass ich in irgendwelchen Online-Gesprächen ständig den Hobbytherapeuten raushängen lassen musste. Ach, ich hab heute nicht so gut geschlafen, Jungs. Ach, vielleicht hast du einfach was Falsches gegessen. Nein, die Lösung ist doch ganz einfach. Sie hat tiefe, manifestierte Sehnsüchte. Generell war meine Art zu kommunizieren und zu chatten vor 10 Jahren ein wenig anders als heutzutage. Vor allem, wenn ich wusste, dass sich am anderen Ende der Leitung ein Mädchen befand. Deswegen rate ich euch, jetzt eure Fremdscham-Schutzbrillen aufzusetzen, denn ich übernehme keine Haftung für bleibende Schäden. Hey, Sternchen, vorsichtig an dich, Knuddelsternchen. Bist du da, Baka? Sternchen, zärtlich das Haarkraul, Sternchen. Emoji, Emoji, Emoji. Lass uns Anime gucken, bis jemand einschläft. Sternchen, Umarmung von hinten, gib Sternchen. Rau. Sternchen wie ein Kätzchenschnurr. Sternchen, tiefes Einatmen. Sternchen, tiefes Ausatmen. Und wenn wir uns schon gerade beim Autismus befinden, wenn ich irgendwo herumlief und auf dem Boden Kachelmuster zu finden waren, dann musste ich meinen Fuß entweder genau mittig oder niemals der Linie überschreitend legen. Ansonsten war ich mental getriggert und ich bekam richtige Paranoia, wie ich wohl auf andere wirke. Das führte dazu, dass ein simpler Spaziergang in der Stadt zu einer absoluten Stresssituation mutierte. Stellt euch einen Weg vor. Auf diesem Weg bin ich und irgendeine andere Person. Ich merke, dass wir uns immer näher kommen und mein Kopf überschlägt sich mit Gedanken. Soll ich sie angucken? Ist das aufdringlich? Soll ich sie ignorieren? Aber wo schaue ich dann hin? Auf den Boden? Oh Gott, sie kommt näher. Vielleicht kriege ich Augenkontakt hin. Verdammt, schaut mich nicht an. Ich weiß, einfach vorbeilaufen und lächeln. Ha, nicht blamiert. Oder vielleicht doch? Dadurch fing ich an, Situationen, die am Tag so passiert sind, ständig nochmal mit alternativer Handlung zu Hause durchzuspielen. Redest du etwa mit mir? Redest du etwa mit mir? Aber ich dachte, wir reden jetzt miteinander. Hello, darkness, my old friend. Wenn ich dann mein Äußeres vercoolen wollte, stieß ich finanziell und kreativ immer recht schnell an meine Grenzen und kombinierte letztlich irgendwas mit irgendwas. Denn Kleider machen keine Leute, es geht nur darum, dass ich mich wohlfühle. Ja, Kid, das sehe ich auch so. In 10 Jahren bin ich mit meinen zerrissenen Klamotten ein Trendsetter. Dabei trug ich die gleichen Sachen manchmal wochenlang am Stück. So lange bis... Ja, die riechen noch gut. Eine Woche kann ich die noch tragen.
So wurde ich auch richtig paranoid über die kleinsten Ungereimtheiten an meinem Körper. Manchmal hatte ich zum Beispiel weiße Punkte auf meinen Fingernägeln. Als ich meinen Vater fragte, woher die kamen, antwortete er: Marshall, das ist Eiweißmangel. Du musst mehr Eierschalen essen. Und ich fing danach tatsächlich an, wochenlang die Eierschalen von Eiern mitzuessen. Ich verlor manchmal auch so richtig die Kontrolle über mein Essverhalten. Immer wenn es etwas Leckeres zu futtern gab, habe ich so lange gefressen, bis es schmerzte. Oh, ich sterbe. Hier ist noch Nachspeise. Oh! Genauso schlimm war es aber auch bei Filmen und Serien. Ich kam von der Schule nach Hause, schmiss meine Sachen in die Ecke und suchtete erstmal innerhalb kürzester Zeit alle neuen Disney- und Anime-Produktionen durch. Nur um am Ende immer wieder in tiefe Trauer zu verfallen, dass die Serie nach 60 Folgen in 2 Tagen schon vorbei ist. Hello, darkness, my old friend. So kam es, dass ich auch immer mehr die japanische Kultur durch Anime-Serien aufsog. Ich hielt mich irgendwann für einen Japan-Experten, weil ich ein Anime-Experte war. Meine Top 3 Dinge über Japan. Erstens, Japan hat Shinigamis. Zweitens, Japans Nationaltier ist der Oktopus. Drittens, Japans Frauen sind erst so und ab 40 dann so. Als ich 16 wurde, lud ich regelmäßig Anime-Ausschnitte auf MyVideo oder YouTube hoch, die ich selber vertonte und einsprach. Also falls euch interessiert, wie euer Marshall damals als jugendlicher Videoproduzent angefangen hat, das könnt ihr euch in etwa so vorstellen. 前回は私からしたでしょ。だから今回は君から。今回は立花君から私にキスして。 Ich hab da was in meiner Hose. Willst mal auspacken? Oh, Marshall Kuhn, ob ich das gehandhabt bekomme? Das alles führte mich mit 17 auf den sogenannten Japan-Tage nach Düsseldorf. Dort angekommen fühlte ich mich in meinen kulturellen Stereotypen bestätigt. Überall liefen Leute in Anime-Kostümen rum. Alle wollten sie einen umarmen. Und an jeder Ecke gab es irgendwelche Gemeinschaftsevents. Leb deinen Traum, der wird wahr. Stell den Leben, stell dich der Gefahr. Bis mir langsam klar wurde, dass das alles kaum etwas mit der japanischen Kultur zu tun hat, sondern ich als Jugendliche einfach nur zu einem Weeabo wurde.